In Westkenia, in der Nähe des Viktoriasees, leben die meisten Menschen unter einfachsten Bedingungen. Ihre Hütten haben weder Strom noch Wasseranschluss und kein Abwassersystem. Das durchschnittliche Pro-Kopf-Einkommen liegt bei unter $1 pro Tag. Mit Kleinhandel, Landwirtschaft und gegenseitiger Solidarität hält man sich über Wasser. Die Lebensfreude, Freundlichkeit und Geduld, mit denen die Menschen ihren schwierigen Alltag meistern, sind beeindruckend. Dentists for Africa hat es sich zur Aufgabe gemacht, die lokale Bevölkerung mit sozialen und zahnärztlich-medizinischen Projekten zu unterstützen. Begonnen hat alles 1999, als der Gründer Dr. Hans-Joachim Schinkel in Kenia zahnärztliche Nothilfe leistete und das zahnärztliche Projekt ins Leben rief. In den Monaten und Jahren danach wurden die ersten Zahnstationen aufgebaut. Um auch die Folgen der Armut und der besonders hohen AIDS-Rate zu bekämpfen, wurden zusätzlich ein Patenschaftsprojekt für Waisenkinder und eine Kooperative für Witwen gegründet. Denn in Kenia sind mehr als 1,6 Millionen Menschen an HIV/AIDS erkrankt. Durch die Krankheit wächst auch die Zahl von Witwen und Waisen, die oft ganz auf sich allein gestellt sind. Den Kindern drohen Armut und langfristige Perspektivlosigkeit. Das Patenschaftsprojekt ermöglicht es kenianischen Kindern, eine Schule zu besuchen und eine Berufsausbildung zu machen. Unsere kenianischen Partner, die Franziskanerinnen und die Frauen der Witwenkooperative St. Monica Village, suchen die Kinder aus, die die Hilfe am dringendsten brauchen. Während ihre Freunde zur Schule gehen, müssen sie oft alleine zu Hause bleiben und leiden unter den armen Verhältnissen, in denen sie leben. Mehr als 850 kenianische Kinder und Jugendliche konnten mit dieser Unterstützung bis heute die Schule besuchen und 150 von ihnen haben mittlerweile ihre Berufsausbildung abgeschlossen. Sie haben dadurch die Möglichkeit, ihre Zukunft selbstbestimmt zu gestalten. Da die meisten Kinder ihre Eltern verloren haben und ihnen der Rückhalt der Familie fehlt, wird für die Jugendlichen und die jungen Erwachsenen jedes Jahr ein Seminar angeboten. Das mehrtägige Programm bietet Raum für Beratung und Betreuung in Lebens- und Berufsfragen. Der Zusammenhalt untereinander wird gestärkt und die Jüngeren können von den Erfahrungen der Älteren profitieren. Dabei sehen wir, wie die Kinder zu selbstbewussten jungen Menschen heranwachsen. Die Paten begleiten sie auf diesem Weg und viele halten regelmäßig Briefkontakt zu unseren Schützlingen und einige haben ihr Patenkind schon in Kenia besucht. Um das Projekt nachhaltig zu gestalten, zahlen die Absolventen, die bereits berufstätig sind, in einen Ausbildungsfonds ein. Die Kinder, die durch das Patenschaftsprojekt ihre Schul- und Berufsausbildung abschließen konnten, werden selbst zu Sponsoren für weitere Waisenkinder. Seit 2001 unterstützt Dentists for Africa außerdem eine Kooperative von Witwen. Sie bietet ihren Mitgliedern durch Selbsthilfeprojekte wirtschaftliche und soziale Förderung. Durch die gemeinsame Arbeit haben die Frauen ein geregeltes Einkommen, mit dem sie ihre Kinder versorgen und zur Schule schicken können. Die Kooperative ermöglicht den Witwen auch, eine Krankenversicherung für sich und ihre Familien abzuschließen. In einem gemeinschaftlichen Kindergarten werden die kleinen Kinder tagsüber versorgt, während ihre Mütter arbeiten. Weil sich im Westen Kenias eine Krankenversicherung kaum jemand leisten kann, ist ein Besuch beim Zahnarzt für die meisten Kenianer undenkbar. Deshalb leiden viele Menschen jahrelang unter starken Zahnschmerzen und auch an anderen gesundheitlichen Problemen, die infolge der fehlenden Behandlung entstehen. Während gesundheitsschädliche Nahrungsmittel wie Softdrinks, Schokoriegel, Pizza und Donuts immer billiger werden, ist das Wissen über Zahn- und Mundgesundheit nach wie vor sehr gering. Besonders die Kinder leiden unter schlimmen Zahnschäden. In den 13 Zahnarztpraxen, die wir bisher in kirchlichen Krankenhäusern in Kenia eingerichtet haben, bieten wir qualifizierte Behandlung an. Die Aufklärung über Zahn- und Mundhygiene und über Ursachen von Zahnkrankheiten und deren Behandlungsmöglichkeiten, besonders bei Kindern, ist ein wichtiger Teil der Arbeit von Dentists for Africa. Durch Prophylaxemaßnahmen direkt an den Schulen helfen wir, der Entstehung von Karies und anderen Schäden vorzubeugen. Mit mobilen Einsätzen in ländlichen Regionen werden auch diejenigen erreicht, die den Weg in die nächste Zahnstation nicht bewältigen oder sich das Geld für die Fahrt nicht leisten können. Oft kommen an solchen Tagen mehr als 100 Patienten, die dringend eine Behandlung benötigen.
Seit 16 Jahren arbeiten wir eng mit kenianischen Franziskanerinnen zusammen, die sich immer als verlässliche und transparente Partner erwiesen haben. Sister Seraphine leitet mit viel Sorgfalt und Fürsorge das Patenschaftsprojekt. Sie ist Ansprechpartnerin für die Patenkinder, bezahlt Schulgebühren, übermittelt Briefe und Geschenke aus Deutschland und schickt gewissenhaft alle Rechnungen und Nachweise nach Deutschland, die wir an die Paten weiterleiten. Sister Laurentia überwacht und koordiniert gemeinsam mit Dr. Bernd Benedix das Zentrallager in Kisii und schickt zahnärztliche Geräte und Materialien an die anderen Dentists for Africa Zahnstationen. Sister Elizabeth Sunya und Sister Fabian sind ausgebildete Zahnärztinnen und leiten die Zahnstationen in Bungoma und Kisii. Sie sind auch für die Praktikanten und Oral Health verantwortlich, die in den Stationen arbeiten. Der Schwerpunkt der Arbeit von Dentists for Africa liegt auf der Aus- und Weiterbildung junger Menschen. Von den jungen Kenianern, die durch das Patenschaftsprojekt unterstützt werden, entscheiden sich einige für zahnmedizinische Berufe, wie Zahnarzt, Oral Health Officer, Zahntechniker oder Medizintechniker. Nach ihrem Abschluss arbeiten sie in unseren medizinischen Projekten und übernehmen selbst Verantwortung. Angeleitet wird der zahnärztliche Nachwuchs von den beiden Franziskanerinnen Sister Sunya und Sister Fabian, die mit Unterstützung von Dentists for Africa Zahnmedizin studiert haben und nun in den Projekten großartige Arbeit leisten und Verantwortung übernehmen. Die Mitarbeiter aller 13 Zahnstationen besuchen jedes Jahr unser zahnärztliches Seminar, das der theoretischen und praktischen Weiterbildung dient. Deutsche Zahnärzte wie Dr. Dieter Bolten, Dr. Pate und Dr. Wagner engagieren sich ehrenamtlich und geben ihr Wissen an den kenianischen Nachwuchs weiter. Zusammenfassend ist zu sagen, dass die Patenschaft auf Augenhöhe für beide Seiten bereichernd ist und den Menschen hilft, ihr Leben selbstbestimmt zu gestalten. Während durch das Patenschaftsprojekt hunderte Waisenkinder eine Schul- und später Berufsausbildung bekommen, erhalten verwitwete Frauen aus der Region die Möglichkeit, sich in einer Kooperative durch Eigeninitiative zu organisieren, um ihre Lebensweise und die ihrer Kinder zu verbessern. Durch das Zahnarztprojekt werden Menschen, die es sich sonst nicht leisten können, zahnmedizinisch versorgt. Dabei liegt ein Schwerpunkt auf Prophylaxe. Besonders Kinder werden präventiv aufgeklärt und behandelt. Außerdem ermöglichen wir die zahnmedizinische Aus- und Weiterbildung von jungen Kenianern und stellen so sicher, dass unsere Arbeit in Kenia eigenständig weitergeführt und die lokale Bevölkerung gestärkt wird.